Mahlzeit und herzlich willkommen zurück bei Shardlight. Ja, wir labern jetzt einfach mal über unsere Nachrichten da. Und zwar, ja, wenn ihr letzte Folge gesehen habt, wisst ihr natürlich, wo wir waren. Für alle anderen, die jetzt vielleicht nochmal gerade quer einsteigen, nochmal kurz Zusammenfassung. Wir haben jetzt gerade erfahren, ähm, ja, mehr oder weniger, wo wir den Reaper eventuell finden können. Wir haben zumindest einen Hinweis drauf bekommen. Und ja, eigentlich sind wir jetzt gerade auf der Suche danach, wo wir denn irgendwie ihn finden können. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir gucken jetzt mal hier nochmal bei uns in dem Geheimversteck. Immerhin sind sie schon mal nicht mehr hier im Forum. Hello? Danton, Bruce, are you still in here? Ah, da sind sie. Amy? You're alive? I heard they had gotten you at Willowdale Plaza. They tried, but not hard enough. Ja, also sie haben gehört, dass wir getötet worden sind, aber es hat nicht geklappt, so ungefähr. Und was habt ihr denn so lange gemacht? Have you had anything new in the works? We've been trying to lay low and plan our next move. I've tried recruiting new members, but we haven't had much luck. Word of the massacre in the market district is spread, and the people are afraid to fight the aristocracy. It's maddening. I'm just itching to launch an attack on Tiberius, but we don't have the manpower required just yet. Sorry to hear that. Don't be. As long as we're breathing, we haven't lost hope. Time for me to go. Be careful. If you need a place to hide, you can always come back here. Naja, also sie haben jetzt nicht sonderlich viel unternommen. Sie haben sich erstmal ein bisschen bedeckt halt nach der ganzen Massakergeschichte und sie hat halt versucht, ein paar Leute irgendwie zu rekrutieren, aber sie hatte keinen Erfolg, weil die meisten natürlich auch davon gehört hatten. Von dem Schlachtfest quasi und deswegen Angst haben, gegen die Aristokratie sich irgendwie aufzulehnen, dagegen zu kämpfen. Aber sie werden natürlich trotzdem nicht aufgeben. Können wir irgendwie hier... I don't think she'd be interested in that. Okay, also sie kann uns da keinen Hinweis geben, weil mir ist dann noch was eingefallen. Also wir können ja, glaube ich, nicht mehr großartig dann doch was machen. Und die anderen Stellen wären jetzt auch nur eher so eine Zufallsanlaufstelle. Ich würde sagen... Wir lassen uns noch mal eben kurz vom Lautsprecher bequatschen. Oder? Schaffen wir es rechtzeitig raus. Ja, oder es wird halt schon ausgemacht, wenn man irgendwo geht. Wir gehen noch mal eben hier in die Kathedrale zurück. Ach, guck mal, wir kommen jetzt gar nicht mehr zu dem Vorplatz. Da haben wir wieder unsere schöne, beruhigende Musik. Ob irgendwie einer von denen helfen kann. Ja, guck mal. That is a lovely painting. I've never seen it before, though. Okay, er sagt einfach nur, dass es ein schönes Bild ist, aber das haben wir noch nie gesehen. Was ist mit ihr? Hey, Jess? Does this mean anything to you? Where did you get that? Anscheinend schon. Raven brought it to me. I know that sounds ridiculous, but... No, not at all. That painting, it's what started all of this. This is clearly a sign from the Reaper. I'm not quite following here. 18 years ago, I was keeping my friend Wilson company while he was on a lottery job for Tiberius. He had been sent to fix a water pump, and the ruins of the building it was in had a copy of that painting. When he had finished the job, I asked him to get it for me, and... And? Apparently, Wilson had green lung, but hadn't told me. He said he was getting the vaccine for his sister. I saw a Raven right before Wilson collapsed. The Reaper appeared shortly after. He came to claim Wilson's soul. That's when I had my epiphany. Where did this all happen? It was in Sector 67, in a collapsed building next to a parking lot. Huh. It's a long shot, but it might be worth investigating. I can only hope the Reaper visits you so you may find peace. Yeah, thanks. Also, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, mir kommt langsam ein bisschen Erkältung durch. Meine Nase fängt gleich abzulaufen und meine Stimme wird schlecht. Ich hoffe, ich kriege das hier trotzdem noch durchgezogen. Ja, also sie war erstmal natürlich so ein bisschen geschockt, dieses Bild zu sehen, weil das ist quasi der alten Ursprungs dieser Reaper-Bewegung, der Akolyten. Weil sie war damals mit ihrem Kollegen, Freund, wie auch immer, Wilson unterwegs, vor 18 Jahren und die waren auch auf dem Lotteriejob unterwegs. In Sektor 67, um seine Wasserpumpe zu reparieren. Und nachdem er das erledigt hatte, also hat sie da dieses Bild da gesehen und
Sie hat ihn gebeten, das Bild doch bitte für ihn zu holen und er hatte ihr allerdings nicht erzählt, dass er selber grüne Lunge hatte, sondern er hat erzählt, dass er den Impfstoff für seine Schwester bräuchte und quasi nachdem oder währenddessen er das aufhob oder das holte, ist er halt zusammengebrochen und dann ist auch kurz vorher der Rabe gekommen und kurz danach dann halt der Reaper. Das ist dann quasi ihre Geschichte gewesen, wie sie den Reaper kennengelernt hat. Und ja, wie gesagt, das ist ein Sektor 67 gewesen und das ist für uns ganz gut, weil da können wir dann jetzt hingehen. Da haben wir tatsächlich doch eine Anlaufstelle. Da, Sektor 67. Ja, sieht erstmal jetzt nicht so besonders aus, würde ich sagen. Ne? Gucken wir uns erstmal wieder um, das Auto hier. A Dunstan Algonquin. Cheap and reliable, but not the most fun to drive. Or so I've heard. Okay, es ist ein bla 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 bla. Er ist ein sehr billiges Auto, aber sehr robust, nicht kaputt zu kriegen. Aber es macht nicht so viel Spaß mit ihm zu fahren. Okay, hier liegt auch ein Toter rum. Doesn't look like he's been here that long. Poor guy. Sieht nicht so aus, als ob er lange hier gewesen wäre, der Arme. Sagt I sie? don't think I should get too close. Okay, sie will aber nicht zu nahe kommen. Ich dachte, vielleicht mal durchsuchen. Das mit dem Auto. Können wir das durchsuchen? Nothing useful. Looks like all the oil leaked out of the engine a long time ago. Und da ist nichts Brauchbares drin. Es sieht so aus, als ob das Öl schon lange aus dem Motor raus ist. Was haben wir hier? Müll. It looks like an old record player. Ja, so ein alter Plattenspieler. Aha. Können wir hier irgendwas aufheben? Hier ist der Turntable. Da ist der Arm zum Aufnehmen. Haben wir irgendwas drauf zu legen? Ne, bisher nicht, ne? Ist hier noch... Das ist nur... Ist das Exit? Da ist doch noch irgendwas. Ach, das sind die Blätter. Nothing useful hidden underneath them. Okay, da ist nichts Brauchbares drunter, aber hier guckt doch was drunter weg. This is still in really good condition. It might be worth having. Ja, also sie sagt, er war immer noch in einer guten Kondition. Es könnte gut sein, dass man das gebrauchen kann. It's of no use to me. Und das braucht man nicht mehr. Okay, vielleicht haben wir tatsächlich nur den Dingens gebraucht. Den Abspieler, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Just another victim of the wastes. Looks like he's been here for decades. Ja, ein weiteres Skelett. Sieht so aus, als ob die ja hier schon sehr lange liegen würde. Können wir von ihm irgendwas? Ach, guck mal, wir können auch wieder nach rechts gehen, ja? Nothing useful. Es war nichts Brauchbares drin. Interessanterweise durchsucht sie die Skelette, aber nicht die Toten. Another old road sign. Doesn't look like people could go very fast around here. Ja, also ein altes Tempolimit-Zeichen. Und es sah nicht so aus, als ob die Leute hier schnell fahren konnten. 20 sieht auch nicht danach aus. Dann haben wir noch einen Truck hier. An old German model. The aristocracy must have missed this one during the purge. Altes deutsches Fahrzeug und die Aristokraten werden das ja wohl vermisst haben. Haben wir hier noch Picked was? clean. Not surprising. The parts for this were rare even before the bombs. Tja, ist auch schon alles rausgesucht worden. Ich habe gerade mal einen Schluck getrunken. Meine Stimme nicht ganz versagt. Alles rausgesucht worden und ja, die Sachen, die Teile, die waren schon bevor die Bomben losgehen quasi schon selten. Hier haben wir ein kaputtes Just a Fenster. memory of whatever this building used to be. Ja, das ist nur eine Erinnerung an das, was das Gebäude mal gewesen sein wird. Hier sind auch noch Reste. Können wir Shouldn't was get davon too mitnehmen? close. The last thing I need right now is to cut myself. Okay, sie will jetzt nicht näher rangehen, weil das letzte, was sie gebrauchen könnte, sich auch noch zu schneiden wäre. Okay, gucken wir mal I hier in really den hope I Resten. don't end up like this. Achso, das sind menschliche Überreste. Remains. This corpse is missing its left arm. I wonder what happened to it. Okay, diesem Körper fehlt dann halt der linke Arm und sie fragt sich, was da passiert ist. Hier ist die Wasserpumpe und da ist das Bild. Gucken wir There uns she mal an. is. Lady Twiner. Das ist Lady Twiner. Das ist die An old Wasserpumpe. water pump. Kind of reminds me of the reactor in Sector 82. Eine alte Wasserpumpe. Das erinnert sich irgendwie an den Reaktor in Sektor 82, wo wir ganz am Anfang waren. It seems to be running fine. Okay, die läuft anscheinend immer noch gut. Kann man das Bild denn mitnehmen? Das sieht schon ziemlich scary aus. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, als ob die sich hier gleich bewegen werden. Irgendwie so vom Gefühl her. Und die sehen echt scary aus. Gucken wir das Gesicht The mal an. face is incredibly lifelike. I almost expect her to start talking to me. What's wrong with her eyes? Ja, also sie sagt, das Gesicht sieht extrem echt aus und er hat das Gefühl, als ob sie gleich mit uns reden würde. So this is Lady Twiner. I wonder who she was.
Also das hier ist Lady Twiner, sie wundert sich, wer das war. Ich will jetzt ehrlich gesagt das letzte die Augen angucken, aber wir gucken jetzt mal die Augen an. There are a couple of weird bulges here, as though there was something hidden behind the eyes. There are bin mir a nicht couple ganz of weird bulges here. Bulges, weiß ich As ehrlich though gesagt there nicht, was fand er das something irgendwas hidden behind the merkwürdig, eyes. als ob irgendwas hinter den Augen versteckt wäre. Also wahrscheinlich so ein paar, genau, also so ein paar Erhebungen, so ein paar Dingens. Also sieht man ja auch hier gerade so ein bisschen, ne, als ob hier so eine Brille wäre oder sowas. Also so ein paar Erhebungen sind da. Gucken wir mal. It definitely feels like there's something behind the canvas, but I can't rip it with my bare hands. Okay, es sieht so aus, ob da definitiv was hinter wäre, aber sie kann es nicht aufreißen mit ihren bloßen Händen. Aber wir haben jetzt zum Glück hier das Shrapnel, damit müsste das doch gehen, oder? Kann ich jetzt hier nicht so... Aha, guck mal einer an. Da ist eine Münze. Und ein Schlüssel. This can't be a coincidence. Someone is leaving me a trail. Also irgendjemand muss ihr hier einen Hinweis geben. Was ist denn hier? I Tier? think I've done enough damage. Tier ist also tatsächlich I hier really eine... hope this thing wasn't valuable. Tier ist ja auch eine Träne, aber anscheinend auch eine Lücke, sowas in der Art. Da, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das Problem ist, wir wissen aber nicht, was mit dem Schlüssel anzufangen ist. This symbol looks familiar. Where have I seen it before? Ja, wo haben wir das Symbol schon mal gesehen, fragt sie sich. I wonder what this key unlocks. Und sie wundert sich, was dieser Schlüssel freigibt, preisgibt. Ich hätte mal so eine Idee. Weil ich weiß, dass wir hier noch eine Ortschaft haben, die wir noch nicht angeguckt haben. Das heißt, nicht angeguckt haben, aber in der wir noch nicht alles durchsucht haben. Ha! Und das da sieht doch aus wie das auf der Münze, oder? Kann man das nicht irgendwie so hier... Huh. The symbol on this token matches the one on the train. Guck mal einer an. Und hier ist eine Tür. Die war doch abgeschlossen, oder? It's locked. How odd. Ja, es ist abgeschlossen, wie schade. Aber wir haben doch jetzt einen Schlüssel. Dann passt das doch bestimmt, ne? Fits perfectly. Ja, das habe ich gesagt. So, dann ab rein. What was that noise? Es hat irgendwie gerumpelt. Hier war lautes Gerumpel. Ja, The gucken wir sign mal. on these says, "Do not store anything heat sensitive inside." Ja, also hier soll man nichts Heißes drin aufbewahren in diesem Schränkchen There's hier. nothing in there but dust. Also das war auch nur Staub drin. Gut, hier können wir wieder rausgehen. Hier haben wir What Bücher. are those doing in here? Können wir mitnehmen? These look like the types of books Nelson collects. Mhm. Also sie sehen so aus wie die Bücher, die Nelson sammelt. Aber auch hier hängen Charts drin, interessanterweise. Hier ist die I Notbremse. wonder if this is what caused the train to make its final stop. Ja, sie wundert sich, ob das vielleicht der Grund ist, warum er hier zum letzten Mal angehalten hat. Not much point in pulling it, considering we aren't moving. Okay, sie sieht keinen Sinn daran, das zu ziehen, wenn wir eh nicht uns bewegen, sondern wenn wir einen Feuer löschen. That thing looks really old. Sieht sehr alt aus. Können wir trotzdem mitnehmen. It's no good. Looks like it all evaporated quite a while ago. Okay, sieht so aus, als ob eh schon alles raus wäre, schon seit langer Zeit. Wäre ja mal eine Möglichkeit gewesen. Hier hinten ist nochmal eine Tür, da gehen wir natürlich ganz zum Schluss durch. That's where Gucken the wir mal. locomotive's guts are. There can't be anything of much use in there now, though. Ja, also ne, hier wurde das Ding mit betrieben, klar, natürlich, aber es bringt jetzt auch gar nicht mehr so viel. Also tut sie nicht mehr viel. Wenn wir noch... das... Interesting. Looks like some kind of manually controlled fuel regulator. Also für Treibstoff, ein manuell kontrollierter Treibstoffbefüller, wenn man so will. Können wir da irgendwas dran machen? It doesn't seem to do much. Makes sense, considering the train's not using any fuel right now. Okay, es sieht nicht so aus, als ob er in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang stehen würde, da der Zug ja so steht und dementsprechend bräuchte man auch kein Sprit mehr. So eine That leads Inventur. further into the train. Ja, komm. Versuchen wir es mal. Bäume. Hier ist ein Stuhl, also ein Hocker. I Bäume. don't think I've ever seen them grow so lush indoors, or anywhere for that matter.
Ja, also sie glaubt, sie hat noch nie Bäume wirklich so lebhaft, wenn man so möchte, wachsen sehen. Vor allem nicht also nicht indoor quasi. Kommen wir hier wieder zurück, okay, und da kommen wir noch weiter. Und generell eigentlich gar nicht, wenn das irgendwie was ausmacht. I don't want to accidentally damage them. Also sie will sie nicht zufällig kaputt machen. Was ist mit hier mit dem Ding? Is there really a need for comfort in a place like this? Ja, sie fragt sich, ob es wirklich notwendig ist, hier Komfort zu haben an einem Ort wie diesen. I wish I could put my feet up on something, but now isn't the time. Ja, aber sie würde gerne ihre Füße irgendwo mal hochlegen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich glaube, die Bäume werden wahrscheinlich uns genau die gleichen Sachen geben. Hier haben wir dann noch eine Falltür. Looks like some kind of storage hatch. Können wir da reingucken? There's a little plaque on it that says McNulty Hatch Corp. It's sealed tight. I won't be able to open it like this. Ja, also es steht McNulty Storage, also Aufbewahrungs Klappe, Ort, Kiste, was auch immer. Ne? Und sie kommt halt nicht rein, weil das sehr gut versiegelt ist. Können wir das irgendwie hiermit aufbrechen oder so? It's no use. I can't pry this open when it's sealed. There has to be some way to unlock it. Ja, es ist versiegelt und damit kommen wir da nicht rein. Wer ist mit einer Münze hier so? I don't think that will help. Okay. I'm not. Na, und hiermit? I don't think that will help. Ne, auch nicht. Ja, aufschießen werden wir es wohl auch nicht können. Gucken wir nochmal hinter die Tür. Das sieht aus wie ein Wohnraum. Und hier ist auch ein Musikabspielgerät. Aber hier kommen wir auch nicht mehr weiter dann, ne? Nee. Okay, fangen wir mal an. Gucken wir uns mal hier wieder Blumen Someone an. around here has got a green thumb. Jemand hier hat einen grünen Daumen. I don't know the first thing about caring for plants. Ja, also I don't know the first thing about caring for plants. also sie hat echt keine Ahnung, wie man sich um Pflanzen kümmert. So ungefähr. That's a lot of books. It rivals Nelson's collection. Aber das sind sehr viele Bücher, die können in Konkurrenz zu Nelsons Kollektion stehen. Gucken, ob wir da was I rausnehmen haven't können. got time for reading right now. Okay, nein, die hat nicht genug Zeit, um jetzt zu lesen. Was haben wir hier? Eine Notiz. Koffer, da rein, okay, keine Person. Das Passwort ist 251 und dann den Hebel nach unten ziehen. Das könnte das bedeuten, 251 und dann Hebel nach unten ziehen. Hier haben wir noch It's ein blank. I don't need Nachrichtenstück. any notepaper. Also genau, Notizblätter will sie aber nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Sind auch nochmal Bücher. A few loose books. Nothing really jumps out at me. Aber es sind nur ein paar vereinzelte Bücher, aber keins, was hier wirklich jetzt ins Auge springt. Nothing too interesting here. Aber auch nicht so interessant. Gucken wir dann nochmal It hier doesn't look to be in very good shape. den Plattenspieler an, aber der sieht nicht so gut in gutem Zustand aus. Messing around with this record player isn't my highest priority right now. Okay, sich damit zu beschäftigen, ist jetzt nicht ihre oberste Priorität, sagt sie. Naja, dann können wir die Notiz auch mitnehmen, oder? Okay, links-rechts-Klick ist egal. Also 251 Hebel nach unten ziehen. Die Frage ist natürlich, wo wir die 251 eingeben müssen, weil gerade haben wir auch nur gesagt, dass es versiegelt ist. Da haben wir natürlich dann kein Schloss angezeigt bekommen. Womit es da reingeht, ist, denke ich mal, relativ klar. Können wir jetzt nicht irgendwie dann noch irgendwas über den Schädel gezogen kriegen oder so? Nö, okay. Ich wüsste nur halt gerne wissen, wo das Schloss ist, weil hat nicht so ganz geklappt, ne? Aber, naja, wir gucken uns das einfach mal in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben lassen. Und natürlich bin ich immer für Kommentare aufgeschlossen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen dann zur nächsten Folge wieder. Also bis dahin, haut rein und ciao.